Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute Morgen hier in Hamburg haben wir ein etwas ausgefallenes Auto. Ihr wisst ja, wir machen immer Spezialitäten. Und das hier ist auch eine absolute Spezialität. Wir machen keinen Fahrfilm. Und zwar machen wir den deshalb nicht, weil das eigentlich ein Neuwagen ist. Der Wagen hat erst 60 Kilometer gelaufen. Und derjenige, der das Auto jetzt hier bei uns kaufen kann und soll, der soll den praktisch auch als Neuwagen bekommen. Also Auto hat keine 100 Kilometer auf dem Tacho. Und was ist das? Das ist eine Besonderheit, die nur 3 Jahre gebaut wurde. Und zwar ein Mercedes G500 4x4, ein Portalachser. In Anlehnung an den Unimog seinerzeit, den kennt ihr ja noch aus den 70er Jahren, hat man so ein Wahnsinnsteil auf die Beine gestellt. Wir konnten leider nicht herausfinden, wie viel Mercedes davon gebaut hat. Das sind aber nur ganz, ganz wenige. Das ist ja sowas wie das G-Modell von Mercedes, nur 30 cm höher und 30 cm breiter. Also das ist ein Trumpf von Auto. Also einmal was klasse ist, der ist neu, der ist nicht draußen bewegt worden. Dann hat er die schöne Farbe Schwarz Metallic mit schwarzem Leder. Ja, er hat eine 8-Zylinder-Maschine, die leistet 4 Liter. Die leistet nicht 4 Liter, die hat 4 Liter. 4 Liter Hubraum. Und damit fährt er in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 und läuft 210 Stundenkilometer Spitze. Wir haben in Bayern noch so einen Wagen stehen, in Orange Metallic mit Folie drauf. Den bin ich mal selber gefahren. Ich kann euch sagen, wenn ihr in so einem Wagen gefahren seid, vergesst ihr eine normale G-Klasse. Das ist ein so erhebendes, tolles Gefühl. Der hat ein sehr, sehr komfortables Fahrwerk, dieser Wagen. Er fährt total ruhig, er sitzt viel, viel höher als alle anderen. Die Leute, wo ihr fahrt, die haben riesen Respekt vor euch und fahren auch sofort rechts rüber. Ich bin mit dem anderen auf der Autobahn 140 gefahren. Leise, schnell, bequem. Also wie gesagt, man vergisst einen normalen G, wenn man das hier mal gefahren ist. Und das Tolle an so einem Auto, es gibt da nur ganz, ganz wenige von. Und da die nur von 2015 bis 2018 überhaupt gebaut wurden, könnt ihr davon ausgehen, dass diese Autos im Preis gewaltig zulegen. Im Moment haben wir ja durch die Kapazitätsprobleme die Situation, dass Mercedes die Bestellung ausgesetzt hat für eine G-Klasse. Also wenn ich heute zum Mercedes-Händler gehe und sage, ich hätte gerne einen G500, tut uns leid, die haben nicht nur 2 Jahre Lieferzeit, wir geben keine neuen Bestellungen mehr raus, geht nicht mehr. Und wir merken jetzt schon, dass die Preise für solche Autos auch für normale Gs durch die Decke gehen. Ich habe euch das ja beim G500 Cabrio gesagt. G500 Cabrio haben mal gekostet 220.000, die kosten heute glatte 100.000 mehr. Und das Auto hier, mehr oder weniger als Neuwagen, ja, der ist zwar 3 Jahre alt, aber praktisch nicht bewegt worden. Das seht ihr, wenn ihr hier reinguckt, die Räder, ist ja alles neu. Der hatte übrigens einen Neupreis von 230.000 € und der kostet jetzt hier bei uns 219.500. Also ich sage euch, mit dem Auto könnt ihr noch richtig Geld verdienen. Und zum Fahren macht er einen Riesenspaß. Es gibt kaum welche. Es ist ein total seltenes Fahrzeug. Naja, ich zeige euch den jetzt mal. Also er hat hier vorne Sidepipes. Schaut mal hier. Dieses gewaltige Fahrwerk. Es läuft auf 325er Rädern. Hier sind die Sidepipes. Er hat 422 PS. Verbrauch so, ich sag mal so zwischen 16 und 22 Litern. Das muss er einfach haben. Dann die Trittbretter hier vorne zum Einsteigen, das muss man richtig machen. Hier drauf, das haben wir jetzt leider nicht sauber gemacht. Alles neuwertig. Schaut mal hier die ganz edlen Sitze, die dieses Fahrzeug hat. Es ist halt neu, da hat so gut wie keiner drin gesessen. Wir haben ab und zu mal Kunden jetzt hier gehabt, die sich den mal anschauen wollten. Also er heißt offiziell, das ist auch hier drin, 4x4 hoch 2. Auto ist 30 cm höher als der normale G, 30 cm breiter. Die Breite macht das Carbon aus, könnt ihr hier vorne sehen. Das ist alles aus Carbon hier vorne, also höchstwertig gemacht. Ja, also den Zweck, den dieses Auto hat, ihr seid damit im Gelände absolut König. Und ich bin den halt mal 70 Kilometer auf der Autobahn gefahren. Das ist total begeisternswert. Also fährt sich total irre. Hat mit dem normalen Gehen nichts mehr zu tun. Und dadurch, dass der so selten ist, ich kann euch sagen, das Auto geht so durch die Decke mit dem Preis. Und einen Neuwagen gibt es, glaube ich, im Moment gar keinen mehr. Ja, vielleicht mal hier hinten reingeguckt, also diese gesamte Karosserie, die entspricht ja dem normalen G, der wiegt übrigens 3 Tonnen und 50 Kilo, was natürlich gewaltig ist. Und den Wagen hat es gegeben mit Vollausstattung. Also da sind wirklich alle Extras reingenommen, also entweder hier die Beleuchtung in den Trittbrettern Mercedes-Benz, dann diese ganz edlen Ledersitze. Schaut euch das mal an. Also der Wagen hat eine Vollausstattung, hat hinten sogar Sitzheizung, hier vorne die Fensterheber. Auto hat alles, was bei Mercedes bestellt werden konnte. Dann hier dieser Unterfahrschutz, falls da mal einer, der Wagen liegt ja doch erheblich höher als normale, da habt ihr diese Stangen.
dass da keiner runterbrettert, wenn es mal knallt. Ich meine, wenn man sich die Details an dem Auto anguckt, das ist schon sehr, sehr edel gemacht. Guck mal hier vorne, also der Unterfahrschutz, alles toll gemacht. Also es sind alles normalerweise Extras, die sich Mercedes teuer bezahlen lassen. Und beim Portalaxer war das halt eben alles fully included. Diese speziellen Lampen hier. Also das Auto ist wirklich das Beste, was man seinerzeit bauen konnte. Ab 2018 gab sie nicht mal. Übrigens 325er-55 Räder, das sind ja riesen Teile. Schaut euch auch mal die Bremsen dahinter an. Und dann diese irre Portalachse mit den Doppelstoßdämpfern. Das ist schon wirklich ein tolles Gerät. Das ist einmalig. Und wenn ich jetzt Platz und genügend Geld hätte, würde ich mir den wegstellen. Weil das ist ein Auto, das gibt so in der kantigen, originalen Urform nicht wieder. Und wie der neue G da mal aussieht, weiß man nicht. Also das, und wann der überhaupt kommt. Aber das ist sicherlich ein absolutes Highlight, dieses Auto. Also G typisch hier vorne, die 4 Fensterheber alle beieinander. Da oben ist die Spiegeleinstellung von dem Fahrzeug. Auch hier in Carbon gefasst. Das ist eine Memory. Die Memory-Tasten für die elektrische Sitzeinstellung hat er hier vorne auch. Die innere Fahrzeugverriegelung, die gibt es hier. Und das Lenkrad hier kennt ihr ja von normalen Mercedes-Fahrzeugen, auch auf dem neuesten Stand. Wohlgemerkt, das Auto ist nur 3 Jahre gebaut worden. Also ich sag mal, da gibt es ein paar hundert von, wenn überhaupt mehr nicht. Hier vorne, das ist alles beim normalen G auch der Fall. Nur dass hier halt alles in teuerstem Carbon gefasst ist, also wirklich hochwertig. Hier vorne ist die Klimaanlagen-Teil für dieses Fahrzeug. Dann hat er hier elektrische Sitzbelüftung, elektrische Sitzheizung, die Geländefahrten hier, wie man die Differentiale, die Sperren aufmacht und zumacht. Also das Auto hat alle Extras, hat Navigationsgerät hier vorne. Er ist voll, hat hier sogar die elektrisch aufblasbaren Sitze. Also er hat von der Ausstattung her ist er absolut voll. Er hat einen Neupreis von 230.000 € und ist jetzt hier bei uns sogar ein bisschen günstiger. Ich sage euch voraus, die Autos kosten bald ein Wahnsinnsgeld. Weil mit dem Wagen kann man alles machen. Der ist seit 1977 am Markt und das ist praktisch die letzte Version gewesen in der optimalen Ausstattung. Und das weiß ich von Fahrzeugen, wenn er heute einen 6,3 Liter Mercedes kauft, der ist ja 3-mal so teuer wie ein normaler 280 SE als Beispiel. Also die Spitzenmotorisierung und die Spitzenausstattung bei speziellen Autos waren immer am teuersten. Und das ist genau so ein Auto. Danach war die Serie vorbei, dann gab es das neue G-Modell. Da hat man so einen Portalachser im Moment noch nicht gebaut, vielleicht kommt das ja. Aber vom alten Ur-G ist das hier ein absolutes Highlight. Und ich kann euch nur empfehlen, wer ein bisschen Geld übrig hat, den Wagen würde ich mir holen. Er hat die richtige Farbe, er hat eine Vollausstattung, er ist mehr oder weniger neu. Naja gut, also hier 60 Kilometer kann man sagen, er ist mehr oder weniger neu. Der dreht übrigens bis 6.500 Umdrehungen und bei 210, das ist hier der Drehzahlmesser hier vorne, bei 210 Stundenkilometer wird er dann zugemacht. Der würde eigentlich schneller fahren, aber mit den riesigen Rädern macht das gefährlich sein. Das ist eine Begrenzung, eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingebaut. Hier vorne, naja, das ist alles noch neu verpackt, noch gar nicht benutzt. Das könnt ihr sehen, das ist alles drin wie ab Werk. Der Eigentümer hat eine Sammlung, der hat gesagt, den habe ich mir weggestellt, aber ich habe keine Platzprobleme mehr, deswegen haben wir das Auto eigentlich jetzt hier bekommen. Also es ist wirklich ein Highlight, dieser Wagen. Ich kann es nur wirklich jedem dringend empfehlen, der sagt, ich möchte einen tollen Geländewagen haben. Ich glaube übrigens auch, selbst wenn man das Auto bewegt und fährt, der verliert nichts. Ich glaube, dass diese Modelle, weil sie so selten sind, nach oben gehen. Ist ein total tolles Auto. Und wenn man so einen Wagen gefahren ist, das habe ich ja neulich mal gemacht, mit unserem Auto in Rosenheim, das ist einmalig. Ein sensationelles Gefühl, was ich von keinem anderen Auto kenne. Also klasse, echt, wirklich klasse. Ja, das war so, ich habe früher, als ich die das erste Mal gesehen habe, da wusste ich nicht so ganz genau, was man mit so einem Auto eigentlich soll. Da habe ich ein bisschen drüber gelächelt, bin ich ganz ehrlich. Aber nachdem ich hier mal gefahren bin, habe ich gesagt, das ist das Geländeauto. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Total spannend, das ist ein irres Gefühl, auch so hoch zu sitzen. Man fährt dermaßen entspannt und die Leute gucken einen an. Keiner macht Ärger, wenn man hinten angefahren kommt auf der Autobahn. Es wird scharf rechts rüber gefahren. Man braucht keine Lichthupe, keinen Blinker, gar nichts. Man ist absolut kommod und bequem unterwegs. Also das sei einfach mal gesagt. Ja gut, das war's. Es ist ja heute nur ein Shortcut. Wir sind ihn wie gesagt nicht gefahren, weil er neu ist. Aber ich glaube, Paul kann euch noch genug zeigen mit ein paar Kameraschwenks. Ich mache auch gleich mal den Motorraum vorne auf. Da ist ja der Griff hier unten beim G. Zeige ich euch nochmal die Maschine, wie das aussieht. Gs habe ich in meinem Leben übrigens 10 Stück gehabt, also da bin ich einigermaßen gut erfahren. Schaut mal hier,
Das ist ein neuer Motor, nicht? Also ist alles neu, der war nie im Gelände, hat 60 Kilometer gefahren. Ich glaube, der Besitzer hat ihn von der Mercedes-Niederlassung nach Hause gefahren, das war's dann. Ja, ich denke, eine einmalige Gelegenheit, wirklich ein ganz, ganz tolles Auto zu kaufen. Wartet nicht zu lange, das wird sicherlich bald einen Käufer finden, dieser tolle Wagen. Und ja, das war es eigentlich schon aus unserem neuen Geschäft hier in Hamburg, Weg beim Jäger, direkt am Flughafen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan Luftschiss. Versuch mal die Haube zuzumachen. Haube zumachen? Ja. Ja, das stimmt. Ja, das muss man dann so machen. Nee. Also das mit dem Haube zumachen ist schwierig. Oh, geht aber trotzdem. Jetzt ist sie zu.